Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Als ich letztens zum Grillen bei meiner Schwester war, gab es unter anderem diesen leckeren Krautsalat bzw. Coleslaw. Der hat mir so gut geschmeckt, dass ich gleich nach dem Rezept gefragt habe, um es mit euch zu teilen. Für den Krautsalat braucht ihr zunächst einmal einen Weißkohl. Ich habe hier ein ganz kleines Exemplar gekauft und davon nehme ich nochmal ungefähr die Hälfte. Als erstes muss der Kohl in feine Streifen geschnitten werden. Das könnt ihr entweder von Hand mit einem Messer oder einer Gemüsereibe machen oder wie hier mit einem Multizerkleinerer. Als nächstes kommen mir 200 Gramm geraspelte Möhren hinzu. Ich mache das wieder mit der Küchenmaschine, ihr könnt das natürlich auch mit der Küchenreibe machen. Nachdem das Gemüse vorbereitet ist, bereite ich das Dressing für den Coleslaw zu. Dafür nehme ich 150 Gramm Mayonnaise, 2 Teelöffel Honig, wer möchte kann hier auch Zucker verwenden, einen Esslöffel Essig, einen Teelöffel Curry, einen Teelöffel Salz und etwas Pfeffer. Die Zutaten rühre ich mit einem Schneebesen gründlich durch und dann kann das Dressing auch schon mit dem Gemüse vermischt werden. Ich habe mich hier etwas verschätzt, denn die Schüssel war viel zu klein, als dass man darin den Salat irgendwie hätte durchmischen können. Denkt also daran, von vornherein eine große Schüssel zu nehmen. Jetzt kommt noch das, was meiner Meinung nach diesem Salat einen besonderen Geschmack gibt, und das sind die gerösteten Cashewkerne. Nachdem die Zutaten gut durchgemischt sind, sollte der Coleslaw mindestens 1 bis 2 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank durchziehen. Probiert es unbedingt mal aus und schreibt mir gerne, wie es euch geschmeckt hat. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.